Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und heute möchte ich dir mal zeigen, was ich mit diesen Sachen hier mache, die ich hier immer auf meinem Hocker sammle. Das sind Sachen, ja, die ziehe ich halt einfach so nicht mehr an, aber die haben definitiv irgendwie eine zweite Chance verdient. Da ist da einmal hier diese Steppjacke, also die habe ich Monate oder wahrscheinlich schon ein Jahr nicht mehr angehabt und die ist aber noch tipptopp in Schuss, also sie passt mir noch, der Reißverschluss funktioniert, da muss ich unbedingt noch irgendwas draus machen. Zwei Wege Reißverschluss, super praktisch, dass man den auch von unten aufmachen kann. Also, da wird gleich was mit passieren. Dann dieser Regenmantel, den habe ich selbst genäht. Den Stoff fand ich damals super cool und ich musste den unbedingt haben. Hab auch relativ schnell was draus genäht, aber irgendwie die Jacke hängt nur im Schrank. Ich ziehe sie einfach doch nicht an. Und ja, das wird jetzt auch gleich noch weiterverarbeitet. Hier zeige ich dir nochmal das Muster. Also ich finde es schon süß, das mit den Punkten und den Schirmen. Und ja, dafür habe ich mir auch schon was überlegt. Dann habe ich hier noch dieses Oversize-Hemd. Habe ich auch gesehen bei total vielen, halt irgendwie, fand ich super cool, habe ich gedacht, nee, ich mir auch mal ein Oversize-Hemd, aber ich ziehe es einfach nicht an. Es ist mir zu weit und hinten zu lang, ist einfach nicht meins, musste ich feststellen. Aber natürlich, der Stoff ist noch total schön und hey, ich habe da echt super viel Arbeit reingesteckt. Ich habe eine Knopfleiste genäht und Knopflöcher und von daher will ich da auf jeden Fall was anderes draus machen. Und das ist einfach so ein langes Shirt, der Stoff ist auch noch super gut, deshalb will ich das auch noch verändern. Hier die Sachen habe ich auf dem Trödelmarkt gekauft. Nach sowas gucke ich immer gerne. So ein einfaches Jeans-Shirt. Das nehme ich dann mit für 2, 3 Euro. Mehr kosten die meistens nicht. Und dann habe ich hier dieses Kleid. Das ist aus einer richtig schönen Viskose, aber hier dieses gesmokte Oberteil. Sowas habe ich noch nie getragen. Aber das Muster finde ich schön. Der Rock hat hier diese Seitenschlitze. Und da möchte ich auf jeden Fall was draus machen aus den beiden Teilen. Und wenn ich mir das hier so anhalte, dann kannst du vielleicht schon denken, was es wird. Dann geht's jetzt direkt los. Viel Spaß beim Zuschauen. Also für meinen Geschmack konnte das vorne auch noch ein bisschen kürzer sein. Ich hatte mir die Stelle natürlich markiert und deshalb schneide ich das hier einfach mal gerade ab. Dann wende ich das Hemd auf links und die Seitennähte, das war mir auch einfach viel zu, was heißt viel zu weit? Es war mir zu weit. Ich mag es schon leger, locker, aber halt nicht so super weit. Ich stecke hier mal ein paar Nadeln, dann ziehe ich das natürlich nochmal an, wie es sitzt, ob es reicht und wenn es passt, dann nähe ich dort einfach rechts und links eine Naht und dann geht es weiter schon mit dem Saum. Den habe ich einfach zweimal umgebügelt, so jeweils 1 Zentimeter festgesteckt und dann nähe ich das dort ab. Und ja, dann sind die Änderungen schon fertig. Also ich mag den Stoff wirklich immer noch super gern. Ich hatte damals lange überlegt, also er lag schon länger in meinem Schrank, bevor ich ihn angeschnitten habe. Umso ärgerlicher fand ich es dann, dass ich das Hemd überhaupt nicht angezogen habe in dieser großen Größe. Aber jetzt mag ich es echt gern. Und ich zeig's mal eben. So mit der Bikerjacke drüber und der Crossbody-Bag aus der alten Lederjacke finde ich es echt ein schönes Frühjahrsoutfit. Den Pullover werde ich einfach nur ein bisschen kürzen. Hier habe ich sogar noch ein Foto gefunden von der Zeit, wo ich ihn genäht hatte. Das war, glaube ich, Ende 2018, hat das Album gesagt. Und damals habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall trägst du es immer so lang. Aber nein, jetzt mag ich das lieber kürzer. Und da schneide ich hier einfach entlang der Linie. Das geht bei den grafischen Mustern ja ganz gut. Der Stoff ist wirklich noch super. Also die Farbe ist wie neu und keine Knötchen oder also kein Pilling, nichts. Deshalb finde ich, lohnt sich das auf jeden Fall, den nochmal zu ändern. Ich stecke hier einfach den Saum fest. Das Teil hatte ja inzwischen einen Schlitz, also ich hatte da schon mal was dran geändert, weil mir das einfach auch nicht mehr ganz so gut gepasst hat. Und jetzt so kurz, finde ich, ist das echt ein cooles Shirt. Und
meine neue selbstgenähte Kunstlederjacke und vielleicht noch einen Mondshopper dazu. Ton in Ton, alles schön blau. Ich finde, auch so kann ich gut ins Frühjahr starten. Was meinst du? Von der Regenjacke habe ich erstmal das Rückenteil ausgeschnitten. Reißverschluss und so habe ich natürlich auch rausgetrennt und aus den anderen Teilen werde ich vielleicht auch noch was nähen. Also so, man kann so wasserdichten Stoff ja vielleicht auch noch für andere Sachen benutzen. Hier schneide ich erstmal den Saum ab und jetzt gucke ich mal, dass ich da genug Stoff habe, um mir ein Sitzkissen zu machen. Also jetzt gerade im Frühjahr, man möchte sich irgendwo hinsetzen, das soll halt zum Mitnehmen sein. Die Wiese ist vielleicht noch nicht ganz so trocken oder auch die Bank hat immer noch so eine Restfeuchte, wo man sich nicht draufsetzen möchte. Und dafür nähe ich mir jetzt halt so ein Kissen zum Mitnehmen. Also da gucke ich halt einfach, was der Stoff so hergibt und dann entsteht so ein doppeltes Rechteck im Stoffbruch. Und das wird dann halt die Sitzfläche für mein Kissen. Da werde ich schon irgendwie drauf passen. Dann schneide ich noch so ein Volumenvlies, was ich so da hatte, zu, damit es so ein bisschen weich ist und auch ein bisschen Stand bekommt, das Kissen. Den Stoff lege ich dann rechts auf rechts und fixiere den schon mal mit so ein paar Klammern und dann kommt das Volumenvlies da drauf. Das stecke ich dann mit vielen Klammern am Rand fest. Das muss auch auf jeden Fall so groß sein wie das Kissen, damit man das dann gleich mit festnäht, damit das nicht innerhalb des Kissens verrutscht. Also auch am Stoffbruch nähe ich lang. Hier markiere ich noch kurz eine Wendeöffnung und dann stecke ich ringsherum ziemlich viele Klammern. Auch wie gesagt am Stoffbruch, da wird auch lang genäht. Hier mal kommt jetzt noch ein Gummiband, damit man das nachher dann klein zusammenrollen kann. Und ein Gummiband reicht. Also beim Upcycling gibt es kein Probenähen und ich habe zwar 2 hier eingenäht, aber ich habe mich dann doch entschieden, also es nachher anders zu falten und deshalb, ich würde euch raten, einfach nur ein Gummiband einzunähen. Und da müsst ihr von der Länge her gucken, wie dick euer Stoff ist, falls ihr das auch nachnähen möchtet. Als Anhaltspunkt habe ich meine Maße mal dazu geschrieben. Und nun wird hier an den 4 Seiten bis zur Wendeöffnung genäht. Also ich habe hier eine Nahtzugabe von 1 cm und der Stoff lässt sich von dieser Seite auch echt gut nähen. Also oben liegt jetzt das Vlies und unten ist halt die linke Seite von dem Regenjackenstoff. Und das ist hier überhaupt kein Problem. Nur die rechte Seite von dem Stoff, also das lässt sich nicht nähen. Da werde ich gleich kleben. Jetzt wende ich das erstmal auf rechts. Für die Wendeöffnung benutze ich hier einfach einen Textilkleber. Das hatte ich ja bei der Regenjacke schon am Saum auch gemacht, weil ich da nichts gefunden habe, mit dem sich das nähen lässt. Und das sieht auch eigentlich schöner aus. Jetzt beschwere ich das noch ein bisschen. Hier Lineal drauf und ein Gewicht, damit es in Ruhe trocknen kann. Und wie gesagt, eins von den Gummis reicht. Ich dachte erst, ich rolle es der Länge nach auf. Aber jetzt passt es doch halt vom Volumen her auch, dass ich es einmal so rüberfalte, dann aufrolle und das Gummiband darum lege dann und dann kann ich es in die Tasche stecken und einfach mitnehmen für den nächsten Spaziergang. Weiter geht's jetzt direkt mit der Steppjacke. Aktuell sind ja Westen super in und da habe ich mir gedacht, das versuche ich jetzt einfach mal aus dieser Jacke zu nähen. Das ist ja jetzt nicht so schwer, da einfach mal die Ärmel abzuschneiden. Da lasse ich vom Ärmel aber so 1,5 Zentimeter stehen, weil ich habe mir das ja gerade angeguckt. Da innen ist irgendwie so die Naht mit so einem Schrägband versäubert. Und da will ich den Stoff dann erstmal umklappen und auf diesem Schrägband festnähen.
Aber vor dem Nähen hole ich erstmal hier diese Füllung daraus. Das heißt, ich gehe einfach zwischen die beiden Stofflagen und hole das da mal raus und dann lässt sich das gleich auch viel besser nähen. Also diese offenen Schnittkanten falte ich jetzt einfach so um und nähe das jetzt einfach mal auf diesem Schrägband da fest, damit ich das schon mal aus dem Weg habe. So, wenn ich da gleich einmal rumgenäht habe, habe ich einfach den Anfang der Naht verriegelt und dann klappe ich das so nach innen. Das zeige ich jetzt gleich nochmal genau. Wenn ich also die offenen Kanten da festgenäht habe, rechts liegt jetzt außen, dann klappe ich das einfach so nach innen rum. Wie bei so einem Halsausschnitt, den man, ich glaube, das nennt sich auf die feine Art, näht. Dann ist keine offene Schnittkante mehr zu sehen. Ich habe ja vorher passendes Garn ausgewählt und dann fällt das auch überhaupt nicht mehr auf. Dort nähe ich jetzt einmal dieses Schrägband auf dem Ärmelausschnitt fest. Ja, und so habe ich ohne viel Aufwand und Zeit und Geld aus der Jacke eine Weste gemacht und kann mal gucken, ob dieser Trend auch was für mich ist. Ich finde es richtig klasse. Also eine super schnelle Weste. Zum Sitzen kann man unten noch schön aufmachen. Noch ein paar Stulpen an, damit es nicht so frisch ist an den Händen. Und dann habe ich hier meine Tasche aus 2 Kissenbezügen dabei. Und da drin ist natürlich, falls ich mich zwischendurch mal hinsetzen möchte, mein neues Sitzkissen. Weiter geht's. Bei dem Kleid hatte ich mal abgesteckt, wo ich schneiden muss, damit das von der Saumlänge her passt zu dem Shirt. Und da schneide ich hier wieder mit der Schere bei dem grafischen Muster erstmal die eine Seite ab und lege das dann gerade vor mich hin und mit dem Rollschneider schneide ich dann einfach die andere Seite durch und so habe ich eine gerade Schnittkante. Der Rock ist noch etwas weiter als das Shirt, daher werde ich hier mit langen Stichen lang nähen und das dann so zusammenziehen, dass das beides aneinander passt. Bei dem Shirt habe ich mir markiert, so in der Taille ungefähr, wo das sitzen soll mit einer Nadel. Da gebe ich jetzt noch Nahtzugabe hinzu und schneide das hier einfach ab. Und dann kommen die beiden Teile schon aneinander. Rechts auf rechts stecke ich das nun aneinander fest. Beginne hier bei den Seitennähten und dann nach und nach stecke ich die Kanten aufeinander. Dann nähe ich die beiden Teile mal eben rucki mit der Overlock zusammen und bügel mal über die Naht und schon habe ich ein neues Kleid für etwas wärmere Temperaturen natürlich. Aber ich mag es richtig gerne und ich zeige es jetzt hier nochmal. Dann mit dem Seitenschlitz. Das mag ich auch richtig gern. Luftig, locker, noch eine schöne Tasche und eine Jeansjacke dazu. Die Taschen sind übrigens alle selbst genäht nach eigenen Schnittmustern oder Anleitungen. Die Informationen dazu findest du hier unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe natürlich, mein Video hat dir gefallen. Lass mir doch einen Daumen hoch da und schreib mir vielleicht in die Kommentare, ob du deinen Klamotten auch eine zweite Chance gibst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!